So, hallo zusammen. Heute möchte ich mal auf einen Punkt eingehen, den viele von euch schon gesagt haben. Mach doch da mal ein Video dazu. Sag mal, wie bist du eigentlich zu dem Modellbau gekommen, beziehungsweise zu den Baumaschinen? Erzähl doch mal. Und ja, nicht alle von euch kann ich leider persönlich kennenlernen oder habe ich bisher persönlich kennengelernt. Und ja, viele haben, denen ich die Geschichte erzählt habe, haben einfach gesagt, erzähl das doch mal, mach doch da mal ein Video von. Und schlussendlich, ja, wie bin ich zu den Modellbaumaschinen gekommen? Ursprünglich mache ich Modellbau seit meinem 8. Lebensjahr, habe angefangen mit Modellautos, dann über Segelflugzeuge, Motorflugzeuge, irgendwann angefangen mit Modellhubschraubern. Das Hobby, das damalige Hobby, was übrigens heute auch noch mein Hobby ist, in allen Facetten, ähm, habe ich dann zum Beruf gemacht und habe fast 20 Jahre in der Entwicklung bei einem namhaften Hersteller von Modellhubschraubern gemacht und dort eben war dort in der Entwicklung tätig, auch in der Konstruktion von Bausätzen und bin dann wirklich mehr oder weniger zufällig oder zu den Baumaschinen gekommen. War eine ganz interessante Geschichte. Äh, ich habe in eBay damals einen Modellbagger gefunden, den ich dann sehr günstig ersteigern konnte. Wusste zum damaligen Zeitpunkt, als die Auktion dann wirklich gewonnen war, nicht ganz genau, ob ich mich jetzt freuen soll oder nicht, weil damals gerade noch in der Ausbildung war natürlich das Geld auch relativ knapp. Aber nichtsdestotrotz, die Freude war natürlich größer. Ich habe das Modell abgeholt und ja, Traum jedes kleinen Jungen. Ähm, Der erste hydraulische Modellbagger. Und ja, abgeholt und gedacht, okay, jetzt gehen wir raus ins Blumenbeet und baggern. Festgestellt, naja, okay, ist jetzt von der Leistung her nicht ganz so, funktioniert nicht. Aber ist egal. Es ging ja um den Spaß an der Sache, also ein bisschen Sand organisiert, 2, 3 Schubkarren und dann hat das funktioniert, alles super. Und wie das eben so ist bei neuen Hobbys oder bei neuen Bereichen, ja, man macht sich im Internet schlau, man geht auf die Suche, äh, landet in Modellbauforen und so war es bei mir in dem Moment auch. Und bin damals auf die Seite von modellbaustelle.de gekommen und habe dann ganz aktuell in den aktuellen Beiträgen gesehen, ja, ein Forumstreffen steht an in 2 Wochen. Habe ich geschaut, wo ist das Forumstreffen? Ja, habe festgestellt, in Gelnhausen bei einem heute gute Bekannten. Dachte ich mir, okay, das ist eine halbe Stunde von mir. Da fragst du mal an, ob du als Neuling da mal vorbeikommen darfst. So war es dann auch. War natürlich herzlich eingeladen und dort auf dem Treffen habe ich dann das erste Mal ganz viele Eigenbaumodelle gesehen und das Forumstreffen war im Hof eben von meinem heutigen guten Bekannten und ja, da wurden einfach ein paar LKW Erde hingekippt und dann hatten die Jungs da ihren Spaß. Und ja, ich wurde dann angesprochen, sag mal, bist du nicht der, mit dem ich geschrieben habe? Und weil man hat schon gemerkt, es ist eine eingeschworene Gemeinschaft und ja, deswegen bin ich angesprochen worden und sage ich, ja, klar und super, was ihr hier macht. Ja, hast du denn deinen Bagger dabei? Sag ich, ja, klar, Bagger habe ich dabei. Sag ich, aber hier, das ist ja ein richtig fester Boden, das funktioniert nicht. Ja, hieß es damals, überhaupt kein Problem, komm, pack aus und ja, während die Kollegen damals dann die LKWs beladen haben, habe ich dann immer auch ein bisschen eine Schippe lose Erde hingeworfen bekommen. Und das war damals für mich wirklich so der Startschuss, wo ich gesagt habe, das ist so toll, das Hobby. Und ich möchte jetzt einen Bagger haben, der einfach auch so viel Leistung hat wie diese Eigenbauten. Und ja, das war mehr oder weniger der Startschuss ähm, zu der Idee, ich baue mir jetzt meinen eigenen Bagger.
ja, wie gesagt, ich kam aus dem Modellbau, aus dem Flugmodellbau, und dort ist die Herangehensweise an solche Projekte eine ganz andere. Und die habe ich natürlich unwissenderweise hergenommen, also habe mir ein Original von einem Bagger gesucht und habe dann überlegt, habe geplant und habe dann eben den Kollegen vom Forum nochmal kontaktiert und habe gesagt, du, ich habe da jetzt mir Gedanken gemacht und ein paar Ideen zusammengetragen, und ja, er hat ja schon Modelle gebaut, ob ich vielleicht nochmal vorbeikommen könnte, dass man da mal drüber sprechen könnte. Ja, war kein Thema. Ja, die erste Frage, ja, was baust du denn, und ja, und in welchem Maßstab? Dann sage ich, ja, ich habe hier ein paar Vorlagen mitgebracht von der Maschine, war damals auch, glaube ich, von Hitachi eine Maschine. Ja, Maßstab habe ich gesagt, ja, ich muss noch mal gucken, aber es war ja 9,2:1. Und dann schaut mich der Kollege an und sagt, das geht nicht. Dann sage ich, wieso geht das nicht? Sage ich, klar, 10:1 ist einfacher zu rechnen, aber ja, Taschenrechner macht es möglich. Nee, sagt er, das geht nicht. Du kannst nicht in 9, irgendwas bauen. Sag ich, warum nicht? Sagt er, pass auf, es gibt im Funktionsmodellbau, es gibt 1:14 oder 1:16, beziehungsweise ja, bis runter 1:13, das ist so eine Sache, eine Größe, die zusammenpasst. Dann gibt es ein paar wenige, die machen 1:12. 1:10, sagt er, ist mehr von Modellautos ein Maßstab, wusste ich. Modellauto hatte ich ja auch schon, habe ich auch schon hinter mir zu dem Zeitpunkt. Ja, und sagt dann gibt es noch 1:8, das ist dann halt schon in der Regel relativ groß. Aber sagt er, du kannst nicht irgendwas dazwischen machen, weil das passt dann nicht zusammen. Dann sage ich, okay, der wird es wissen, der macht das schon länger. Habe meine ganze Planung wieder über den Haufen geworfen. Und ja, meine Vorgabe im Kopf war, oder meine Idee war, mein Bagger, das Kettenlaufwerk sollte 45 cm lang werden. Das war so für mich ein ganz wichtiger Punkt, den hatte ich mir in den Kopf gesetzt. Ja, und dann hatte ich eben nochmal geschaut, ein bisschen ein anderes Original ausgesucht und bin dann schlussendlich beim Maßstab 1:12 gelandet, damit ich eben ein 45 cm langes Kettenlaufwerk bekommen konnte. Ja, das Ganze dann gebaut, und ja, desto mehr man sich damals mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat, desto mehr hat man gemerkt, dass sobald jemand irgendwo was baut, war ganz schnell die Nachfrage, da kannst du mir sowas auch machen. Also habe ich gedacht, wenn du jetzt einen Bagger baust, ja, dann schau, dass du den wirklich komplett so baust, dass der reproduzierbar ist. Ich habe damals nicht an eine Firma gedacht oder an eine Serie, sondern einfach, ja, wenn jemand das auch haben möchte, dann, dass man das vielleicht nochmal oder vielleicht auch noch ein zweites Mal bauen kann. Ja, so ging es dann los. Ich habe meinen ersten Bagger gebaut und es kam eben genauso, wie das bei anderen Fällen auch schon war. Es kam ganz schnell die Frage auf, kannst du mir sowas auch bauen? Ja, habe ich dann gemacht, habe damals mein erstes Modell verkauft, aus dem, ich nenne es jetzt mal Erlös des Verkaufs, die ersten CNC-Teile für die Zylinder machen lassen, denn beim ersten Modell habe ich alles wirklich komplett von Hand hergestellt. Also auch die Zylinder, die Drehteile, alles komplett von Hand, und das war dann so aufwendig. Also aus dem, ich sag mal, Erlös des ersten Modells wurden dann die ersten Drehteile für die nächsten Modelle angeschafft, und ich dachte mir, ja gut, bei Zylindern, ja, lässt halt mal 30 so Zylinder fertigen. Das wird schon, hast du selber noch was zum Bauen, vielleicht braucht es ja wirklich noch jemand. Ja, und so ist das Ganze eben gewachsen, mehr und mehr, und ich habe ganz schnell festgestellt, geht über den Hobbybereich hinaus. Habe eine Firma damals im Nebenerwerb angemeldet und ja, habe dann eben meine Modelle gebaut und vertrieben. Und es war dann schlussendlich so, dass ich um so ein komplettes Modell
zu bauen, also einen Bausatz zusammenzustellen, weil damals trotz einiger Drehteile, die ich zugekauft habe, noch sehr, sehr viel Arbeit natürlich drin war. Ich habe die ganzen Schweiß- und Lötarbeiten alle selbst gemacht. Ja, habe ich in etwa zwischen 5 und 6 Wochen gebraucht, um wieder einen Bausatz fertig zu machen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte nicht immer wieder das Gleiche und nochmal und nochmal und nochmal machen. Ich möchte Zeit haben, um ja, weitere Modelle zu bauen, weil das ist das, was mir im Wesentlichen einen Riesenspaß bereitet. Und so bin ich mit meinem damaligen Arbeitgeber in Kontakt gekommen, der Firma Vario Helikopter, und wir haben den Bagger quasi bei Vario eingeführt. Vario hat das Produkt übernommen und führt es auch bis heute noch in ihrem Programm. Und von da an war dann wieder Zeit, ja, um sich um neue Projekte zu kümmern. Und so ist das Ganze dann gewachsen, immer weiter gewachsen. Es kam der erste Angestellte, dann eine weitere Kollegin dazu. Ja, und das Ganze hat sich eben bis zum heutigen Stand entwickelt. Ja, wie ihr es hier seht, viele von euch kennen ja die Modelle, vielleicht nicht direkt ich sage jetzt mal unsere Vorführmodelle, aber die Modelle als solches haben ja eine sehr weite Verbreitung gefunden. Und ja, das war in der Tat die Geschichte, wie ich zum Modellbau, zum Funktionsmodellbau gekommen bin. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen oder auch ein bisschen interessiert. Und ja, wir sehen uns mit Sicherheit in Kürze schon beim nächsten Video wieder. Also macht's gut.